Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von 9FF aus Dortmund. Wie schon beim letzten Mal angekündigt, heute geht es weiter in der Reihe Fahrzeuge, die für uns untypisch nicht 911er sind. Beim letzten Mal waren es ja Porsche-Fahrzeuge wie Panamera, Cayenne und so weiter. Diesmal sind es Fahrzeuge ganz anderer Hersteller, die bei uns eben, wie gesagt, alles was nicht 11er ist, ist bei uns außergewöhnlich und auch nur auf ganz besondere Anfrage gebaut werden und normalerweise auch nur für Kunden, die vielleicht schon mal einen 11er von uns hatten oder vielleicht auch sogar mehrere haben und dann nach einem anderen Fahrzeughersteller fragen. Oder wenn Janis oder ich sagen, Projekt könnte ganz interessant sein, was auch immer mal wieder vorkommt. Ja, und da das eine ganze Reihe sind, haben wir schon gleich einen Notizzettel dazu gemacht und da werden wir mal anfangen chronologisch die Projekte, an die ich mich besonders gut, im Guten erinnere und die besonders viel Spaß gemacht haben. Keine Anspruch auf Vollständigkeit des Ganzen, eigentlich nur die schönsten Projekte. Und ich fange mal an mit einem Auto, was inzwischen schon fast gar nicht mehr für uns als artfremd gelten würde, da wir ja inzwischen nicht nur Porsche machen, sondern auch VW, VAG, Volkswagen, Audi. Und zwar haben wir mal gemacht, erste Serie Audi RS6. Der hatte damals noch den 4.2er V8 Motor. Mit Biturbo, ganz komisch, hinten hinterm Motor oberhalb des Getriebes eingebaut. Und das Auto gehörte einem guten Händler von uns aus Polen, der, wie gesagt, viele Autos mit uns da vorher schon gemacht hatte, 11er und alles Mögliche. Und dann sagte, Mensch, das ist mein Privatauto, wollen wir da nicht was machen? Und da habe ich dann damals, das ist schon so lange her, dass Janis da noch so war, entschieden, machen wir. Weil einfach ein schickes Auto, richtig cooles Ding. Ja, und dann haben wir gleich gesagt, wenn, dann machen wir das richtig. Motor auf, Getriebe auf, einmal alles komplett neu. Ja, und das Ganze ist dann auch so ein bisschen ausgeufert mit neuen Pleueln, mit neuen Kolben, mit Zylinderköpfen, mit größeren Ventilen, mit einer Zylinderkopfbearbeitung, Nockenwellen, die wir haben umschleifen lassen. Und was am aufwendigsten war, wir haben Krümmer gebaut, Rohrkrümmer. Und das Ganze verbunden mit K24-Ladern, mit Upgrade-Hybrid-Ladern, die wir sonst im 996 GT2 gefahren haben. Das ist schon ewig lange her, das müsste sein 2004, 2005. Das war noch in der alten Halle, also noch vor dem Umzug 2006. Naja, wie gesagt, also K24s rein, Krümmerbau, irre kompliziert, überhaupt gar keinen Platz. Wastegates da irgendwie ranzukriegen, Katastrophe. Downpipes genau das Gleiche. Ja, da haben wir dann ein paar ordentliche 100-Zeller eingeschweißt und das Ganze dann, glaube ich, mit dem Serienauspuff verbunden, der gar nicht so ganz schlecht war und mit den anderen Cuts auch gut funktioniert hat. Ja, haben das Ganze dann noch mit größeren Einspritzdüsen versehen und sind dann irgendwie so auf so knappe 700 PS gekommen. Achso, Getriebe. Automatikgetriebe auch aufgemacht, damals schon genauso wie heute auch, mehr Lamellen eingebaut. Hat auch erstaunlicherweise gut funktioniert, obwohl da die Grenzen ganz schön eng waren. Also da ging kaum was rein. Da waren so schon die Zwischenplatten alle unglaublich dünn. Naja, jedenfalls das Auto haben wir ins Fahren gekriegt. Etwa 700 PS, ganz knapp waren wir drunter, 680 oder irgendwie sowas. Mit Ladedruckanzeige im Innenraum und Benzindruck und ich weiß nicht, was wir da noch alles reingebaut hatten, sicherheitshalber. Und das Ding lief jahrelang, der war irgendwann noch mal zum Service bei uns und das war eigentlich schon fast die ganze Geschichte. Also hat echt Spaß gemacht, war schnell mit den 700 PS und hat gut funktioniert. Auto 1, Auto 2, auch im Prinzip aus der Familie. Und zwar der erste VW-Bus. Ein VW-Bus, wir hatten einen ganz neuen Kunden, der hatte vorher bei uns umbauen lassen, eigentlich nur was Kleines, aber auch was Abgefahrenes. Der hatte Nachbau 550 Spider. Und da haben wir ihm ein bisschen was dran gemacht am Motor. Und dann sagt er, Mensch, ich würde gerne auch noch einen Bus machen. Ich habe hier so einen Oettinger Bus. Das heißt also schon große Bremse eingebaut, spezielle Beplankung an der Seite dran. Aber mit dem luftgekühlten Motor da drin, das ist alles nichts. Ich möchte da einen richtigen Motor rein haben. Dann habe ich gesagt, ja, was willst du haben? Ja, so ein 996 Carrera mit Automatikgetriebe. Ich habe gesagt, gut, mit Tiptronic und so weiter ist natürlich viel Aufwand, mit ganze Elektrik neu verkabeln und der war vorher Schalter, das Auto. Mit Antriebswellen machen, mit Kardanwellen machen, mit was weiß ich was allem. Der wollte das aber unbedingt haben. Gut, wir also alle Teile besorgt, angefangen an dem Auto rumzubauen. Verkabelung war fertig, Motor läuft. Auto war noch nicht fertig, noch bei weitem nicht, weil war noch Innenausbau und so weiter zu machen. Jedenfalls kam der Kunde zum Zwischencheck und sagte, Mensch, 300 PS. Er hätte sich das nochmal gut überlegt. Eigentlich wäre er damit ja eigentlich gar nicht glücklich. Das würde eigentlich noch nicht so ganz reichen.
Und ich gesagt, ja, dann wird es aber schwierig mit Carrera-Motor, da ist ja nicht mehr viel drin. Ja, was hätten wir denn noch für Möglichkeiten? Sag ich, ja, wir können GT2-Motor einbauen. GT2 oder 996 Turbo und das Ganze verbinden dann mit der moderneren Tiptronic, weil der 996 hatte noch die alte ZF-Automatik dran und der neue hat dann ja die Mercedes-Automatik. Ich dachte, ja, das ist doch klasse, mach ein Angebot. Ja, und dann hat er wirklich auch noch Ja gesagt, obwohl das Angebot schon fast eine Ablehnung war. Aber der wollte es unbedingt haben. Gut, dann haben wir also das Ganze nochmal wieder komplett zerlegt, wieder einen Kabelbaum besorgt, wieder alles umgestrickt. Auch alles ans Laufen gekriegt, inklusive Ladeluftkühlung, Wasser gekühlt, mit einem zusätzlichen Frontwasserkühler und so weiter und so weiter. Was aber eigentlich eine ganz andere Geschichte noch war, was das Auto auch noch interessant gemacht hat. Motorumbau, klar, logisch, Riesenaufwand, alles toll, aber der Kunde hat dann Angst bekommen, die Frontscheibe ist nur mit einer ganz einfachen Gummidichtung, wie früher beim Golf 1, in der Karosserie fest. Und ist eigentlich gar nicht wirklich mit einem Scheibenrahmen verbunden. Und in so einem Bus ist die Scheibe ja wirklich, ist ja so eine Tafel direkt vor einem. Und wir hatten in dem GT2-Motor hinter 550 PS, also noch eine relativ kleine Stufe mit Upgrade-Ladern. Naja, und er hatte also massiv Angst, dass das Auto viel zu schnell wird. Und dann ab 230, 50 ist ihm einfach die Frontscheibe in den Innenraum reindrückt. So, dann haben wir uns überlegt, was machen wir. Das Auto war gerade erst frisch lackiert. Frontscheibe wieder raus. Ein Zwischenrahmen eingeschweißt, dass die Frontscheibe auf alle Fälle gegen einen Metallrahmen läuft und dann das Ganze verklebt, bündig, ganz aufwendig mit Zwischenadaptern und Haltern und so weiter, damit die Scheibe auch wirklich unter keinen Umständen nach innen kommen konnte. Sah auch viel besser aus, weil der Gummirahmen entfiel, war dann alles bündig, alles verklebt. So ähnlich wie wir das bei unseren Schnellfahrautos auch mit der Heckscheibe machen, wenn wir die höher setzen und ganz bündig reinkleben. Ja. Und dann war da noch Innenausbau mit Einzelsitzen, Porsche-Sitze ringsrum, Porsche-Armaturenbrett, Porsche-Schlüssel und so weiter und so weiter. Große Bremse. Schönes Projekt gewesen. Auto super, alles top, nie wieder was von gehört. Glücklicherweise, wenn man nichts mehr hört, ist immer gut. Danach kam wieder ein Bus, aber noch ein kleines Projekt, das schneide ich auch nur ganz kurz an. War eine alte Pritsche, in die wir ein 3.2er luftgekühlt, 964 luftgekühlt eingebaut haben. Etwas aufwendiger, 3.2 wäre noch beim Steuergerät her einfacher. War also 964, auch wieder Elektrik, Bremse, Motoraufhängung einschweißen, das ganze Programm. War relativ zügig abgehakt. Schwarzes Auto. Achso, sowohl den ersten mit dem GT2-Motor als auch den zweiten mit dem luftgekühlten 64er, beide getüft, beide straßenlegal, beide laufen noch. Danach kam mal was wirklich anderes. Und zwar hatten wir für einige Kunden GT3 Cup-Fahrzeuge 996 und 997 Straßen zugelassen. Hatten also inzwischen einen TÜV-Prüfer gefunden im süddeutschen Raum, der sich spezialisiert hatte auf Motorsportzulassungen. Das heißt Zulassungen, die nicht 100% der normalen Straßenzulassung entsprechen, sondern für Motorsportfahrzeuge extra gemacht sind. Das heißt, eigentlich darf man mit diesen Autos, obwohl sie ein normales Kennzeichen dran haben, nur zur Veranstaltung fahren, auf einer Veranstaltung fahren und damit wieder nach Hause fahren. Oder zum Trackday fahren und wieder nach Hause fahren. Das sind Zulassungen, die zum Beispiel die Hersteller auch machen für ihre Rallye-Autos, WRC und alles, was so ist. Da steht dann nicht drin Straßenzulassung, sondern Motorsportzulassung. So, egal, nur am Rande. Jedenfalls dieser Prüfer, der uns diese Cup-Autos zugelassen hat, kam dann irgendwann auf uns zu und sagte, Mensch, ich habe hier einen Kunden, der hat einen Ferrari 458, meine ich war es, Challenge, ein Cup-Auto. Den würde er gerne Straßen zulassen. Das mit der ganzen Zulassung können wir beide besprechen. Ich brauche nur jemanden, der das Ganze umbaut. Da habe ich gesagt, oh, Ferrari, finde ich gut. Haben wir in grauer Frühzeit mal ein paar Autos für einen anderen Tuner umgebaut und große Projekte dran gemacht, also für den was entwickelt. Deshalb fand ich es gut, mal wieder ein Ferrari zu machen. Naja gut, Auto kam, Kunde nicht ganz einfach. Mussten riesig umbauen, weil da passte gar nichts an dem Auto. Also weder die Bremsanlage war irgendwie überhaupt auch nur ansatzweise TÜV-fähig, genauso das Fahrwerk, die Aerodynamik mit dem Heckflügel, der ewig weit hinter das Auto hinten drüber überstand. Wir mussten also massiv umbauen. Mit dem umgebauten Heckflügel gab es dann noch das Problem, der Heckflügel darf normaler Zulassung nicht über
Schattenlinie der Heckschürze überstehen. So, also musste der weiter nach vorne versetzt werden, dadurch ging die Heckklappe nicht mehr auf. Jetzt mussten wir uns irgendwie so eine Art Schnellverschluss ausdenken, damit man auch noch irgendwie die Heckklappe aufkriegt. Also haben wir in Fahrtrichtung die beiden vorderen Schrauben des Flügels waren Schnellverschlüsse, konnte man rausnehmen, Flügel hochklappen und dann ging die Heckscheibe, die Heckklappe auf und man konnte noch irgendwie, ohne alles komplett zu zerlegen, irgendwie noch an den Motor drankommen. Ja, auch schönes Projekt gewesen. Auch ein bisschen mit auf der Straße gefahren, hat auch echt viel Spaß gemacht, das Auto. Aber leider auch nie wieder was von gehört. Wie gesagt, gutes Zeichen, aber wäre auch schön, wenn so eine Autos nochmal wiederkommen. Nochmal eine Runde mitfahren, nochmal alles durchchecken, gucken, was Sache ist. Das war der Ferrari, auch sehr schöne Sache. Als nächstes kam der Ferrari-Mitbewerber dran, und zwar Lambo. Wir haben einen Ex-Mitarbeiter, der sich selbstständig gemacht hat, der eine normale Autowerkstatt inzwischen betreibt, Service macht für gut betuchte Kunden und hatte in der Kundschaft einen Lamborghini Gallardo-Fahrer. Der hatte sich, wie auch immer, irgendwie den Motor kaputt gefahren, und zwar hoher Ölverbrauch. Das ist das, was sie uns sagten, hoher Ölverbrauch, guckt da doch mal rein. Und da war Jannis auch zum Glück schon in dem Alter, dass er sagte, oh, Lambo-Motor, Ast rein, super cool, das will ich unbedingt machen. Also, wir unserem Ex-Mitarbeiter gesagt, komm, bau Motor aus, bring vorbei das Ding, wir machen dir einen neuen Motor dafür. Gut, er kam also mit dem Motor, wir den Motor zerlegt, viel fotografiert und so weiter, wie man das eben so macht, wenn man so ein Erstlingswerk angeht, ohne Handbuch, ohne alles. Was er uns leider verschwiegen hatte, Lagerschaden. Ja, Lagerschaden so massiv, Kurbelwelle total Schrott, komplett verglüht, megamäßiges Untermaß, war nichts mehr zu retten. Ja, was machen wir? Wir mit dem Ex-Mitarbeiter gesprochen, der mit dem Kunden. Der Kunde fand das natürlich gar nicht gut. Neue Kurbelwelle, unglaublich teuer, teurer als bei Porsche. Gebrauchte Kurbelwelle im Prinzip nicht zu kriegen, weil Lambo Gallardo allererste Serie, andere Kurbelwelle als alle anderen. Naja, letztendlich hat dann irgendwie der Kunde dann eine beschafft, woher auch immer. Und wir konnten den ganzen Motor wieder zusammenbauen. Durch den Lagerschaden waren natürlich dann Zylinder, Kolben und alles extrem stark verkratzt. Konnten wir nichts mehr von gebrauchen. Wir mussten neue Kolben anfertigen. Wir haben den Motorblock gebüxt mit Stahlzylindern. Verstärken sollten wir ihn nicht, was eigentlich schade war, weil dann hätten wir gleich schon mal so ein fertiges Turboprojekt im Prinzip gehabt. Der wollte alles mehr oder weniger original wieder zusammengebaut haben. Ja, und trotz Erstlingswerk Jannis sofort alles top. Motor war nicht wieder hier und das Ding ist echt kompliziert mit den ganzen Nebenwellen und Nebenantrieben, was da alles so drin ist für Ölpumpen und Wasserpumpe und so weiter. Allein die Zerlegung war schon super kompliziert. Aber Zusammenbau, alles gefluppt, alles dicht, Auto fährt und läuft und ich sag mal, das Ganze ist her 5, 6 Jahre mit Sicherheit schon. Also, gleich als Anmerkung, Lambo-Fahrer, Turboumbau, hier Jannis Motor. So, was kam nach dem Auto? Nach dem Auto, achso, ein Projekt, was schon etwas länger hier ist. Das habt ihr bestimmt auch schon mal in der Werkstatt gesehen. Da finden wir irgendwie kein Ende. Zum einen wir nicht, zum anderen der Kunde nicht. Der hat auch immer wieder neue Ideen. Und zwar eine Renault Alpine. Renault Alpine V6 Turbo. Das ist also im Prinzip, ja, was ist das? V6 ist ja Nachfolger vom 310, also schon das relativ moderne Modell. Mit dem 6-Zylinder Gussmotor hinten drin mit Turboaufladung. Schönes Auto, schön umgebaut schon vom Kunden. Leider der Motor war ja irgendwie mal eine Entwicklung für Renault, Peugeot, keine Ahnung, Volvo, keine Ahnung, irgendwie 3, 4 Automarken. Nicht der allerbeste Motor. Und der Kunde sagte dann, pass auf, da muss jetzt endlich ein anderer Motor rein, das geht so nicht weiter. Ich habe da schon so viel Geld rein investiert, ich habe schon so viele Motoren kaputt gefahren. Kleinstes Tuning, sofort, überall Überhitzungen, alles geht kaputt, brennt durch, Löcher in den Kolben, hier Löcher, da geschmolzen, alles Katastrophe. Ja, haben wir ein bisschen überlegt, was machen wir und was ist der Klassiker bei den Autos? Für uns immer GT2-Motor, GT2-Getriebe. So. Wir haben gesagt, das wäre ein Vorschlag, wir haben noch was Gebrauchtes hier, das kriegen wir da sicherlich rein. Wir fangen mal ein bisschen an zu messen und kalkulieren mal, wie wir das hinkriegen. Ja. Letztendlich ist das ganze Projekt dann komplett ausgeufert. Der komplette Hinterrahmen des Autos musste neu gebaut werden und neu von uns konstruiert, inklusive Hinterachse und allem, was dazugehört, weil zum einen Motor schwierig einzubauen.
Zum anderen alles überhaupt gar nicht stabil genug und groß genug. Mikrobremse, Mikroradaufhängung, Mikroantriebswellen, ging alles gar nicht. Also im Prinzip ist die hintere Hälfte inzwischen 996 und nur noch die vordere Hälfte, abgesehen von der Bremse, entspricht noch so ein bisschen dem Renault Alpine. Ja, wir haben noch einen größeren Wasserkühler reingemacht, Ladeluftkühlung oberhalb des Motors mit hinteren Seitenscheiben, die gleichzeitig als Lufteinlass dienen. Sag mal, ähnlich wie beim Cayman GT4 RS, so ein ähnliches System. Ja, alles sehr aufwendig geworden. Leistungssteigerung nur relativ gering, knappe 500 PS. Aber ich denke mal, wenn man vorher ausgeht von 170 und getuned irgendwie 250, sind 500 bestimmt nicht ganz so schlecht. Auto ist aber allerdings immer noch nicht fertig, weil immer kommen wieder neue Ideen zum Innenraum, zur Auspuffgestaltung, zum Umbau, neue Rücklichter, neue Frontlichter. Ich habe keine Ahnung, das nimmt irgendwie kein Ende. Ich hoffe, irgendwann haben wir es auch mal hinter uns. Chronologisch ist aber trotzdem die Nummer 6 gewesen, weil er steht einfach schon ein bisschen länger. Ja, was haben wir danach? Danach, ach ja, auch wieder was ganz anderes, aber auch wieder so ein Jannis-Anliegen. McLaren. Einen guten Kunden, der schon etliche Porsche von uns hatte und gerne auch immer mal wieder die Marke wechselt. Der fährt mal Porsche, dann fährt er Ferrari, dann hat er Lambo, dann hat er wieder einen Ferrari, dann hat er wieder einen Porsche oder zwei. Und irgendwann hat er auch mal McLaren gehabt. Und Jan ist natürlich super, muss ich fahren, super Auto, klasse. Der war am Samstag hier, haben so eine schöne Probefahrt zusammen gemacht. Naja, das Ganze ist dann daran geendet, dass wir dafür natürlich direkt einen Auspuff und eine Leistungssteigerung gemacht haben. Auch nur, weil es eben der besonders gute Kunde ist und ein ganz netter, freundlicher Freund des Hauses inzwischen. Naja, klang super, etwas mehr Leistung. Richtig Spaß gemacht. Ich glaube, er hat ihn inzwischen schon lange wieder verkauft. Wir mussten nichts zurückrüsten, was heißt, der nächste Besitzer, dem hat es auch gut gefallen. Also das Ding fährt, können wir auch machen. Ja, und jetzt in der letzten Zukunft, letzten Vergangenheit, nahe dran wollte ich sagen, kommen immer wieder Anfragen zu Mercedes-Umbauten. Erstaunlicherweise. 4 Liter Biturbo, ist ja in vielen Autos drin und lässt sich gut umbauen. Und deshalb haben wir da auch inzwischen einige gemacht. Wir haben vom GTR haben wir Auto gemacht, wir haben eine S-Klasse gemacht, wir kriegen in Kürze eine G-Klasse. Immer der gleiche Motorumbau und die Leistungsausbeute ist echt gewaltig. Also GTR waren 900 PS, S-Klasse ein bisschen weniger. Beim G-Modell wird es auch ein bisschen weniger sein. Aber es ist auch ein sehr gutes Tuning-Auto. Also es ist nicht nur Porsche gut zu tunen, sondern auch, man kann sagen, viele andere Fahrzeuge. Mehr BMW haben wir zwischendrin mal gehabt, M3 mit so einer Box eingebaut und Auspuffanlage. Ein Kunde, der das unbedingt wollte, der auch was anderes fuhr, vielmehr der Vater und der Sohn hatte dann den M3 und so weiter und so weiter. Also wir haben schon ein bisschen Portfolio, unterschiedliche Marken gemacht. Machen wir auch immer wieder, ist auch ganz schön, bringt so ein bisschen Abwechslung ins Geschäft, aber normalerweise immer nur ein Auto und keine wirkliche Serie. Weil Serie, dann wird es wieder schwierig mit TÜV und mit allen Zulassungen und allem. Ja, mit einer Einzelabnahme kriegt man vieles immer noch irgendwie hin für ein Auto, aber wenn es mehr wird, ist immer ein ganz großes Problem. Tja, das waren so die, würde ich mal sagen, von meiner Seite, die größten markenfremden Umbauprojekte, die wir bisher gemacht haben. Mal sehen, was noch kommt. Vielleicht hat der eine oder andere noch eine tolle Idee. Wie gesagt, also es hängt nicht daran, dass es unbedingt nur unsere besten Kunden sind, die wir damit mal beglücken können, sondern durchaus auch Jannis, der da sehr offen und frei ist, was da an neuen Projekten gibt und an interessanten Autos. Und mich reizen auch noch viele Sachen. Also ich bin gespannt, vielleicht kommt ja noch was. Vielen Dank fürs Zuschauen. Weiter einschalten, immer schön liken und klicken und dann sehen wir uns auch in gewohnter Art und Weise hoffentlich noch ganz oft wieder. Macht's gut, ciao aus Dortmund.